Was machen wir, Jens? Wir machen jetzt Männerabend. Wir machen Männerabend, aber weit sind wir noch nicht gekommen. Nee, der ist ja typisch im Stau, Ja, genau. Ja, echt kalt, aber super geil. Das schärft den Blick, den Blick nicht bei mir, Brille brauche ich trotzdem. Aber die Birne ist wieder ganz klar nach der letzten Nacht. Ich war einen Tag nicht da, war mit Jens unterwegs und als ich zurückkam, war das Desaster halt schon wieder vollbracht. Let me tell you a story. Ja, und ich muss sagen, mittlerweile bin ich auch einigermaßen frustriert damit, weil auch wenn man es erklärt, wenn du nicht jeden Schritt überwachst, dann wird es einfach halt wieder nichts. Und ich meine, ich kann es nicht so lassen, wenn mir dann das Wasser reinläuft. Das ist die Sturmseite, das ist die Regenseite nach vorne. Das ist einfach Wahnsinn. Ich habe das jetzt abgestoppt und wir müssen es irgendwie so hinbekommen. Aber so geht es einfach nicht. Katastrophal. Dabei war ich 24 Stunden vorher noch so froh, mal rauszukommen aus der Baustelle und mal was anderes zu machen. So, 20 Minuten später, wir stehen hier immer noch. Nein, das waren nur 5, oder? Aber ich wollte es einfach mal zeigen, wie das hier so vorangeht. Aber wir haben die Spur gewechselt. Genau. Und nebendran, also weil die Leute wissen, dass man hier immer steht, kannst du dir hier Süßigkeiten kaufen, damit es nicht gar so langweilig ist. Oder für den kleinen Hunger zwischendurch. Da hat er mir schon einen Mars spendiert. Der Gute. Oh, jetzt sieht man da mal. Oh, das Meer. Ja, so sitzen wir. Also eigentlich ist ja jetzt schon Urlaub. Ja. Das ist sehr ganz okay. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go. Wir sind angekommen. Da hinten ist unser Kiosk. Und ich kann nur sagen, übernachtet mal im Wald. Viel schöneres Bild. Die Energie, die Ruhe, bei uns natürlich dann auch die Wärme, leichter Wind. Es war fantastisch und so sind wir dann, ich denke mal, bis mindestens 1:30 am Lagerfeuer gesessen. Und nach kurzem, aber erstaunlicherweise sehr erholsamen Schlaf habe ich mir einen Überblick über die Gegend verschafft, während sich der Jens ums Frühstück gekümmert hat. Und ihr seht auch diesen Hund, der uns am Abend zugelaufen war, der unter der Hängematte von Jens geschlafen hat und am Morgen dann von seinem Herrchen wieder aufgesammelt wurde, der schon wirklich lange nach seinem Hund gesucht hatte. Wir haben dann eine Wanderung unternommen und es ist wirklich lustig, denn ich war mit Familie 3 Tage genau in dieser Gegend, den Wald, und haben dort Wanderungen gemacht und haben diese sehr einfache, kurze, aber sehr spektakuläre Wanderung nicht gefunden. Das zeigt wieder, dass du auf kleinstem Raum unglaublich viele Dinge anzuschauen hast. Manchmal der Dickkopf, Frank. Wir sind teilweise vom Weg etwas abgegangen, denn Jens kennt sich gut aus, sodass wir direkt an die Wasserfälle rankamen, von der Seite beziehungsweise auch von oben. Und das war schon sehr spektakulär da. Man sieht allerdings auch, wie der Klimawandel hier nicht Halt macht und wie wenig Wasser die Flüsse führen, obwohl jetzt ja eigentlich die Regenzeit ist.
Das beliebte Canyoning ist aber trotzdem noch möglich, wie man hier sehen kann. Für uns ging es allerdings weiter nach oben zum nächsten Wasserfall, zum nächsten Bassin. Auch hier sieht man, wie wenig Wasser den Wasserfall runterkommt, aber dennoch ein kühles Bad ist super, super angenehm. So, jetzt komme ich. Genug der Filmerei. Ja, echt kalt, aber super geil. Das schärft den Blick, den Blick nicht bei mir, Brille brauche ich trotzdem. Aber die Birne ist wieder ganz klar nach der letzten Nacht. Das ist so krass hier. Moin, mein Lieber. Du bist auch da? Danke fürs Zeigen. Wir machen uns wieder auf den Weg. Jetzt geht's weiter zum Flamboyant, oder? Nee, jetzt schauen wir uns noch ein paar schöne Plätze an. Na denn. In den Bergen. So machen wir. Und nachdem wir wirklich einige noch spektakuläre Sachen angeschaut hatten, meinte er auf der Rückfahrt, wir könnten noch einen Abstecher neben der Autobahn, auf der wir im Übrigen immer vom Strand kommend nach Hause fahren, wir könnten einen Abstecher noch nach Vietnam oder Thailand machen, bei Interesse. Klar, dass ich das sehen wollte. Ich selbst war weder in Thailand noch in Vietnam, aber es ist hier jedenfalls ein streng geschütztes Gebiet mit glasklarem Wasser, Papyrus, soweit das Auge reicht. Also ich fand es toll, vor allem es ist 2 Kilometer weg von der Straße, die wir jeden Sonntag, wenn wir vom Meer kommen, hin und zurückfahren. Unglaublich. Das ist einfach unglaublich. Das hier ist noch ein Highlight am Wegesrand. Wir haben ein paar Aufnahmen gemacht für Jens Projekt Gong de la Semaine. Und der Paukenschlag, der Gongschlag am Ende, war der Rückpfiff in die Realität, die mich eine Stunde später wieder packen sollte. Die Außenwand gemacht werden. Ich war einen Tag nicht da. War mit Jens unterwegs und als ich zurückkam, war das Desaster halt schon wieder vollbracht. Ja, und ich muss sagen, mittlerweile bin ich auch einigermaßen frustriert damit, weil auch wenn man es erklärt, wenn du nicht jeden Schritt überwachst, dann wird es einfach halt wieder nichts. Und ich meine, ich kann es nicht so lassen, wenn mir dann das Wasser reinläuft. Das ist die Sturmseite, das ist die Regenseite nach vorne. Das ist einfach Wahnsinn. Ich habe das jetzt abgestoppt und müssen es irgendwie so hinbekommen. Aber so geht es einfach nicht. Ich habe mittlerweile die Verkleidung von hier vorne schon wieder weggenommen. Denn man sieht es wurde hier nur einzeln mit irgendwie Dachpappennägeln. Und ansonsten blieb das alles offen. Das heißt, alles das, was wir erklärt hatten an der Seite, als wir das zum 3. Mal gemacht haben, oder was zum 2. Mal mit dem Abkleben außen, mit dem Überlappen, mit dem Tackern. Und das sollte aber längst noch nicht alles sein. Und ich habe wieder auf einen Fehler aufgesetzt und weitergemacht. Der nächste Fehler. Die Sperrfolie, die hatte der letzte Handwerker so rum angebracht und ich habe heute ja die ganze Lattung weggenommen gehabt und habe das dann sauber zugeschnitten, so wie es sich gehört, und verklebt. Und leider erst danach ChatGPT zu Rate gezogen. Falsche Seite. Jetzt muss ich die einfach noch mal rausschneiden und muss sie einfach umdrehen. Oben lasse ich es, wie es ist, denke ich mir mal. Und mache dann mit dem Rest da hinten dann entsprechend richtig rum weiter. Dann kommt noch eine Lattung drauf. 2-3 Zentimeter, die müssen wir morgen noch besorgen. Und dann die Nut und Feder. Und an der Seite, nein, an der anderen Seite,
Da hinten, da haben wir nämlich keine Hinterlüftung. Insofern müssen wir das auch nochmal abnehmen. Ich glaube, die kennen das Prinzip hier nicht. Also zumindest nicht. Ich weiß nicht, jetzt ein super teurer Betrieb. Wobei, da habe ich auch einen Klempner erlebt. Einen Fliesenleger. Der hat das auch frei Schnauze gemacht. Trotz spezialisierter Ausbildung. Naja. Also, morgen geht's weiter. Es bleibt spannend. Ja, wir haben auch eine ganz lustige Erfahrung mit ChatGPT gemacht. Ich habe alle Parameter eingegeben von Yoga House, die Lage, alles. Alles, um zu fragen, wie das gemacht werden soll. Ganz klar, verkleben und dann die Lattung und dann die Nut und Feder drauf und an der Seite das Dichtband. Und oben und unten brauchen wir natürlich dann noch einen Insektenschutz, damit es hinterlüftet wird. Der Jens hat genau die gleichen Parameter eingegeben und bei ihm, um Gottes Willen, das darf nicht dicht sein. Keinesfalls verkleben, tackern reicht. Bei mir, nein, absolutes No-Go, nicht tackern allein, es muss verklebt werden. Und so weiter. Und insofern haben wir tatsächlich die Situation, dass wir bei gleicher Angabe zwei komplett verschiedene Lösungen haben. Und ChatGPT damit zu konfrontieren und dann zu sagen, du hast aber bei den gleichen Parametern dieses oder jenes gesagt, dann kommt zurück, ja, da wurde dieses nicht beachtet und jenes nicht und zum Kern kommst du nicht. Warum ist es dann eine andere Empfehlung? Hat dann argumentiert, ja, der andere hat wahrscheinlich nicht gewusst, dass es ein Yoga-Haus mit den großen Fenstern ist und hin und her und nein, Bullshit, Bärbel Bullshit. Die regt mir auf. Müsste sie aber eigentlich gar nicht, ich bin ja gar nicht mehr da. Aber naja, wir kleben jetzt ab, wir machen es so, wie wir es auch aus Deutschland kennen und ich denke, das passt. Wir hatten uns zwischenzeitlich auch nochmal mit der Folie beschäftigt und die sehr netten Verkäufer meinten dann auch, wenn ihr eine Hinterlüftung habt, dann könnt ihr das dort so lassen, macht den Rest richtig und jetzt hoffen wir mal, dass das passt, weil es wäre schon Wahnsinn, das jetzt wieder alles rauszunehmen. Und damit weitermachen, Folie in der richtigen Richtung aufbringen für den Rest. Jens hat sich 3 Tage rausgeschnitten für mich, ist morgens um 5 aufgestanden, um dann von Possession hierher zu kommen und dann haben wir immer gearbeitet und insofern zeigt das Ergebnis jetzt, dass es super funktioniert, denn Jens ist ja nicht nur ein Meister des Gongs, Bauingenieur war er war Musikveranstalter und er ist auch gelernter Tischler. Das ist jetzt das Tagwerk für heute. Ach, sind aber richtig gut weit gekommen. Rechts kommt dann das Fenster rein. Und hier kommen am Ende dann überall noch so Eckschienen dran. Und ihr wundert euch vielleicht über diese Konstruktion hier, aber wir werden das ganze Ding wieder rausreißen und werden die Fenster richtig rum reinsetzen nach innen. Das machen wir dann aber erst nächstes Jahr. Jetzt schauen wir, dass wir das hier alles dicht bekommen. Aber es ist schon viel Arbeit, gerade hier unterm Dach, das alles so entsprechend rauszuschneiden. Aber wir lassen es nicht so, wir machen es genau richtig, wie man es machen sollte. Insofern reißen wir es halt nochmal runter. Ja. Wer es nicht kann, macht es doppelt und dreifach und vierfach.